Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir den Raumwindkurs. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Was wir bisher gelernt haben ist, dass wir nicht genau in den Wind hinein segeln können, da die Segel nach hinten ausgeweht werden, wenn der Bug in den Wind zeigt. So ist kein Vortrieb durch Auftrieb oder Vortrieb durch Widerstand möglich. Wir müssen also vom Wind abfallen, um Wind in die Segel bekommen zu können. Dafür zieht der Steuermann die Pinne zu sich hin, der Bug dreht sich vom Wind weg und bei ungefähr 45 Grad erreichen wir den Amwindkurs. So könnten wir weiter segeln, wenn wir auf diesem Kurs bleiben wollen. Im nächsten Video sind wir weiter abgefallen auf den Halbwindkurs. Wir haben die Segel dafür wieder richtig zum Wind eingestellt, haben den Halbwindkurs dann erreicht. Der Verklicker steht dabei in 90 Grad zum Boot, der scheinbare Wind weht genau von der Seite in die Segel und so halten wir dann diesen Kurs. So, was passiert jetzt aber, wenn wir weiter abfallen? Welchen Kurs erreichen wir dann und wie erkennen wir, dass wir uns auf diesem Kurs befinden? Der Steuermann gibt das Kommando, 4 auf die Schoten auf Raumwindkurs und zieht an der Pinne. Der Bug dreht sich weiter vom Wind weg und wir fallen ab. Der Steuermann fiert das Großsegel weiter auf und der Vorschoter fiert die Fock auf. Der Verklicker dreht sich jetzt mit dem scheinbaren Wind nach vorne und was passiert jetzt, wenn wir weiter abfallen? Die Fock fällt ein. Und zwar deshalb, weil sie in den Windschatten des Großsegels geraten ist. Das ist für uns das Zeichen, dass wir zu weit abgefallen sind. Wir sind schon fast in den Vorwindkurs geraten, also in den nächsten Kurs, wo der Wind genau von hinten auf das Heck weht. Also lufen wir wieder ein Stück an, der Steuermann drückt dafür die Pinne von sich weg und dann bekommt die Fock wieder Wind und stellt sich wieder auf. Sobald die Fock wieder steht, stellt der Steuermann die Pinne gerade und somit ist der Raumwindkurs erreicht. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf einem See befinden und den Kurs gerne halten möchten, schauen wir, wenn wir den Raumwindkurs gefunden haben, über den Bug, suchen uns einen Punkt an Land, zum Beispiel ein Haus oder einen markanten Baum und fahren dann immer darauf zu. Denn es ist sonst sehr schwer, dem Kurs zu folgen und ihn auch zu halten. Deswegen ist es leichter, wenn man sich so einen Punkt an Land sucht. Auf dem offenen Meer brauchen wir zum Kurshalten einen Kompass. Das war der Raumwindkurs. Das Kommando, um vom Halbwindkurs dorthin abzufallen, lautete 4 auf die Schoten auf Raumwindkurs. Dann fällt irgendwann die Fock ein, der Steuermann stellt die Pinne gerade und drückt sie dann von sich weg, um ein Stück anzulufen. Die Fock bekommt wieder Wind und stellt sich auf, der Steuermann stellt die Pinne gerade und meldet: Raumwindkurs liegt an. Wenn wir jetzt zurück auf den Halbwindkurs anlufen wollen, heißt das Kommando: Hol an die Schoten auf Halbwindkurs und wenn der Kurs erreicht ist, Halbwindkurs liegt an. Im nächsten Video erkläre ich dann, wie wir vom Raumwindkurs weiter auf den Vorwindkurs abfallen. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich dir den Vorwindkurs. Einen Link dahin findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!